Rohbau, nein, nein. Kein Wunder, dass Tesla der Urvater der reinen Elektromobilität ist. Hallo zusammen. Hier ist Autosache. Heute haben wir uns einen Tesla Model Y ausgeliehen, um ihn mal auszuprobieren. Ich persönlich bin sehr gespannt. Schließlich ist Tesla der Pionier der Elektroautos. Der Urvater. Ob Design oder intelligente Ausstattung, einschließlich des Fahrspaßes, gehört er zur absoluten Spitze. Obwohl er in den letzten Jahren auf dem Markt immer wieder für Kontroversen gesorgt hat, hörten die Diskussionen nie auf. Aber man muss zugeben, dass Tesla in den vergangenen Jahren wesentlich zur Förderung und zum Erfolg von Elektrofahrzeugen beigetragen hat. Ein wirklich enorm großer Beitrag. Viele sagen, die Innenausstattung von Teslas sei ein Rohbau. Dabei übersehen die meisten ein wichtiges Detail. Ist Ihnen aufgefallen, dass viele aktuelle Autos solche großen, freistehenden Bildschirme verwenden? Auch durchgehende Mittelkonsolen. Und alle physischen Knöpfe wurden reduziert. Viele Funktionen werden jetzt über den Mittelkonsolenbildschirm gesteuert. Irreführende Aussage. All das stammt von Tesla. Eine Inspiration. Ich muss zugeben, für junge Leute wie uns ist diese intelligente Technologie wirklich sehr interessant und attraktiv. Beim Model Y Interieur ist der zentrale Bildschirm der Blickfang. Fast alle Funktionen sind auf diesem Bildschirm konzentriert. Zum Beispiel, um den Kofferraum zu öffnen. Auch die Fronthaube und die Ladebuchse bedienen Sie alles direkt über den Bildschirm. Einfach und schnell. Der Bildschirm unten links zeigt ein fahrzeugspezifisches Symbol. Man kann damit die Scheinwerfer und andere Funktionen steuern. Auch die Pedale, den Lenkmodus, die Energierückgewinnung. Alles lässt sich über diesen Bildschirm bedienen. Und dann gibt es noch Musik hören, Fernsehen schauen. Die Bedienung ist sehr flüssig und angenehm. Wirklich sehr intelligent. Und nun zum Design des Model Y Innenraums. Es ist kein Rohbau. Es wurde lediglich versucht, vieles versteckt zu integrieren. Zum Beispiel die Lüftungsdüsen. Die sind versteckt. Hier. Und dann die Temperaturregelung. Und die Luftrichtung der Lüftung lassen sich ebenfalls über den Bildschirm steuern. Schauen wir mal. So geht das. Sehr komfortabel, nicht wahr? Unter dem Bildschirm befinden sich zwei kabellose Ladeflächen. Und hier ist ein Handschuhfach. Es gibt sogar zwei Handschuhfächer. Der Stauraum ist sehr großzügig. Wenn man das hier reinschiebt und das Handschuhfach schließt, wirkt alles sehr aufgeräumt und sauber. Die Innenausstattung ist in schwarz-weiß-grau gehalten. Ich finde, ein kleiner Mangel ist, dass die weißen Sitze sehr leicht verschmutzen. So, jetzt machen wir uns bereit zum Fahren und sprechen über das Fahrgefühl. Das Model Y gibt es mit 3 Reichweiten, 545 Kilometer, die Langstreckenversion mit 660 Kilometern und die Performance-Version mit 615 Kilometern. Die Reichweite ist meiner Meinung nach sehr gut für den täglichen Gebrauch und das tägliche Fahren mehr als ausreichend. Dann möchte ich noch das Fahrverhalten erwähnen. Das hat mich wirklich überrascht, denn die Langstreckenversion beschleunigt von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde in 5 Sekunden. Das ist schon ein Leistungsniveau wie bei einem Sportwagen. Aber wir haben uns ja die Performance-Version ausgeliehen, die in 3,7 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde kommt. Ein echtes Vergnügen. Man muss nur das Gaspedal durchtreten. Und sofort spürt man, wie man in den Sitz gedrückt wird. Der Schub ist enorm. Und das Gaspedal ist sehr sensibel. Schon ein leichtes Antippen führt sofort zu mehr Leistung. Ich finde, das Model Y ist im Handling besser als die meisten SUVs. Es ist einfach besser. Ich habe die Lenkung auf Komfort eingestellt. Es fährt sich sehr leichtfüßig. Und das Lenkrad liegt sehr gut in der Hand. Obwohl es ein mittelgroßer SUV ist, fährt er sich sehr wendig. Kein schwerfälliges Gefühl. Das Fahrwerk ist sehr solide. Wenn wir mit höherer Geschwindigkeit in Kurven fahren,
liegt er sehr gut auf der Straße. Das Fahrverhalten des gesamten Fahrzeugs ist durchgehend gut. Das gibt einem volles Vertrauen beim Fahren. Es fährt sich einfach gut. Einziges Manko: die Federung ist etwas zu straff. Wenn wir über unebene Straßenabschnitte fahren, spürt man das Fahrwerk. Und die Vibrationen im Innenraum sind doch etwas spürbar. Man sagt ja, man kann nicht alles haben. Dieses Auto bietet ein exzellentes Fahrverhalten. Besonders für junge Leute. Die gewünschte Geschwindigkeit wird wirklich geliefert. Das ist einfach genial. Aber dadurch wird der Komfort etwas beeinträchtigt. Ein gewisser Kompromiss. Kommen wir zur Beschleunigung. Vollgas. Der Schub ist da. Kein Wunder, dass Tesla der Urvater der reinen Elektromobilität ist. Okay, ich bin jetzt eine Runde mit dem Model Y gefahren. Mein Gesamteindruck ist sehr positiv. Nun zum Design. Ich persönlich mag es sehr. Schauen Sie sich die Elektroautos auf der Straße an. Es gibt unzählige Modelle. Verschiedene Designs, verschiedene Logos. Viele Autos sind schwer auf den ersten Blick zu identifizieren. Aber Tesla ist anders. Man erkennt ein Tesla sofort. Im Straßenverkehr identifizierbar. Das ist sein Erfolg. Das Model Y hier neben mir verwendet eine familiäre Designsprache. Geschlossene Kühlermaske. Die seitlichen Scheinwerfer zeigen eine leicht nach oben geneigte Form. Sehr futuristisch. Und wir sehen uns die Seite des Fahrzeugs an. Die Motorhaube ist abfallend gestaltet. Es erzeugt einen sehr flachen Look. Insgesamt wirkt es. Die Seitenlinie ist sehr fließend. Mit den versenkbaren Türgriffen und den rahmenlosen Türen wirkt es sehr sportlich und luxuriös. Wir haben heute die Performance-Version ausgeliehen. Der Unterschied liegt in den 21 Zoll Felgen. Die Bremssättel sind rot. Das sieht sehr sportlich aus, finden Sie nicht auch? Schauen wir uns noch das Heck an. Die Heckpartie ist sehr gut erkennbar. Der Heckspoiler ist ein echter Hingucker. Die Carbon-Elemente sind ein Merkmal der Performance-Version. Ein Unterschied zur Standardversion. Die Rückleuchten sind nach außen gezogen und bilden einen schönen Kontrast zu den Frontscheinwerfern. Hier unten befindet sich das Model Y-Logo. Darunter eine rote Linie. Ebenfalls ein Merkmal der Performance-Version. Ein Unterschied zur Standardversion. Und dann gibt es eine elektrische Heckklappe. Sehr praktisch. Schauen Sie sich das Kofferraumvolumen an. Sehr großzügig, oder? Wenn man die Rücksitze umklappt, passt sogar ein Luftbett rein. Sehr praktisch. Für den Hausgebrauch ist dieser mittelgroße SUV sehr gut geeignet. Jetzt sitze ich auf der Rückbank des Model Y. Mein Eindruck von der Rückbank ist sehr großzügig und geräumig. Sehr viel Platz. Der Radstand beträgt 2890 mm. Schauen Sie mal meine Beinfreiheit an. Auch die Kopffreiheit ist sehr großzügig. Die Vordersitze basieren auf dem Model 3, sind aber höher gelegt. Daher ist unten ein durchgehender Hohlraum. Wenn man sitzt, können die Beine ganz ausgestreckt werden. Was den Komfort angeht, ist es sehr gut. Der Bekanntheitsgrad und die Verkaufszahlen von Tesla auf dem Markt sind phänomenal. Nach der heutigen Testfahrt verstehe ich endlich, warum es so beliebt ist. Produkt, Marke und Preis. Ach ja, ich habe es vergessen zu erwähnen. Der Einstiegspreis liegt bei 26.390 €. Für einen mittelgroßen SUV. Zu diesem Preis, im Segment der Elektroautos, ist er unschlagbar. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Auto wirklich sehr attraktiv ist.